Es war einmal, irgendwo in Deutschland, ein wilder, unwegsamer Wald. Der war voller Geheimnisse. Dieser Wald wurde wegen seiner Finsternis ängstlich gemieden. Selbst die wenigen Mutigen, die sich hineinwagten, sind bald wieder umgekehrt, denn auch ihnen wurde es unheimlich. So kam es, dass bald manch einer meinte, es wäre ein gefährlicher Zauberwald. Jedoch war es gewiss, dass man nichts Genaues wusste. Dicht am Rande dieses Geisterwaldes lag eine freie Reichsstadt. Dort hatte alles seine Ordnung und da gab es auch alles, was zu einer freien Reichsstadt so gehört. In der Nacht war es dunkel und am Tage hell. Die Armen waren arm und die Reichen waren reich. Und niemand störte dies. Natürlich gab es auch Turniere und einen Herzog und eine Herzogin und die reizende Tochter Bertha. Selbstverständlich gab es auch einen jungen, schönen Ritter, Hans von Ringstetten. Hoppla, das war kunstvoll, wie Hans seinen Gegner in den Schmutz gesetzt hat. Bewundernd traf ihn unversehens der huldvolle Blick der schönen Bertha. Allzu gerne hätte Hans den Handschuh behalten wollen, aber die hochmütige Bertha verschenkte nicht so leicht ihre Gunst. Wenn ihr mir Kunde bringt, wie es in unserem Teufelswald aussieht, bekommt ihr den Handschuh. Bums, da hatte er es. So viel lag ihm nun wieder nicht an dem Handschuh. Aber wenn es die Angebetete will, dann reitet man notfalls auch in die Hölle. Also warum nicht in den Wald? Also ritt er, der Ritter. Natürlich auf einem Pferd. Denn das Pferd ist der wichtigste Teil von einem Ritter. Der Wald hielt durchaus seinem schlechten Ruf stand. Die Bäume rauschten und murmelten unheimliches Zeug miteinander. Ritter, hat jemand gerufen? Herr von Ringstetten. Wieso kennt man mich? Darüber wollte Ritter Hans gerade nachdenken. Aber er konnte nicht denken. Er hatte ja einen Helm auf dem Kopf. Überall, wo man nur hinblickte, waren Kobolde. Der Ritter versuchte, der Lage mit Trinkgeldern Herr zu werden. Aber wie das bei Trinkgeldern so üblich ist, riefen sie nur noch mehr unangenehme Geister auf den Plan. Ritter Hans, wir dulden keinen Kriegsmann in unserem Wald. Werft euer Schwert weg. Eine peinliche Aufforderung für einen Ritter, dass er friedlich sein soll. Ringstetten-Hänschen, du hast. Seltsam. Alle Geister waren auf einmal verschwunden. In diesem Wasserfall wohnt Herr Kühleborn, der Beherrscher aller fließenden Gewässer.
Edler Herr, rief die Fischersfrau ängstlich, nehmt den Streich mit der Welle nicht übel. Das war nur ein kleiner Scherz von Undine. Feiner Scherz. Hans wurde ärgerlich. Wenn ich die erwische. Und er wünschte sich festen Boden unter den Füßen. Gedacht und schon erfüllt. Der zornige Hans merkte, dass er ganz friedlich wurde. Ich heiße Undine. Ein schöner Name. Du bist schön, mein Hans. Ich bin froh, dass du endlich bei mir bist. Herr Kühleborn, mein Onkel aus dem Wasserfall, hat dich hierher gebracht. Aber beinahe wäre mein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, denn du hattest ein Schwert bei dir. Wir dulden nur friedliche Menschen in unserer ruhigen Welt. Hans konnte sich auf all dies keinen Reim machen. Wieso kennst du mich? Aber mein Hänschen, immer wenn du mit Wasser in Berührung kamst, konnte ich dich sehen. Ich liebe dich, Hans. Ich will, dass du mich heiratest. Undine, du kannst einen Menschen nicht heiraten. Du hast keine Seele. Ich will meinen Hans heiraten. Undine, die Menschen sind schlecht. Sie haben eine Seele und doch bringen sie sich gegenseitig um. Aber ich liebe doch meinen Hans. Undine, die Menschen lieben doch anders als wir. Dann werde ich mir eine Seele holen. Und Undine stieg hinab, zum Schloss ihres Vaters, dem Beherrscher aller ruhenden Gewässer. Undine! Undine! Du bist nicht länger meine Tochter, wenn du zu den Menschen gehst. Du wirst großes Leid bei den Menschen erfahren. Undine, die Menschen können nicht treu sein. Auch für eine Wasserkönigstochter wie Undine war es lebensgefährlich, durch den Krakenwald zu schwimmen. Aber das war der einzige Weg zur Fischhexe und nur von dieser konnte Undine eine Seele bekommen. Du willst eine Seele, Undine? Ich weiß es. Du sollst sie haben. Dann wirst du auch elend zugrunde gehen. Wie die Menschen. Oh, wie ich dich und deinesgleichen hasse. Euch, wie ihr nur friedlich und gut sein könnt. Allen Schmerz sollst du kennenlernen. Vor allem den Seelenschmerz. Vergiss nicht, Undine, wenn dein Mann ein einziges Mal mit dir über einem Wasser zürnt, bist du für immer verloren. Undine fiel in eine tiefe Ohnmacht, aus der sie erst wieder erwachte, als Hans mit ihr heimwärts ritt. Von all dem hatte Hans nichts bemerkt. Aber jetzt bemerkte er, dass Undine ihn liebte. Und da er schon beim Bemerken war, bemerkte er auch, dass er sich in Undine verliebt hatte. Und noch etwas Wunderliches bemerkte er. Der Wald war ganz friedlich. Es gibt keine Geister, Riesen und Gnome, wenn man sich nicht fürchtet. Hans erschrak. Konnte Undine Gedanken lesen? Ja, ich kann Gedanken lesen. Alle, die lieben, können das. In der Zwischenzeit war Bertha von Papa Herzog verstoßen worden, weil sie seinen allerbesten Ritter in den Wald geschickt hatte. Mein Hans, nimm die Unglückliche mit. So musste sich Hans damit abfinden, dass er auf einmal 2 Frauen am Hals, beziehungsweise auf dem Pferd hatte, und auf Schloss Ringstetten führte. Undine wird Schutz brauchen, dachte Onkel Kühleborn und war schon ins Schloss vorausgeeilt. Hatte Hans anfangs seine Undine mehr geliebt, so liebte er bald beide Frauen ganz gleich. Doch das sollte sich bald ändern. Hans machte eine seltsame Beobachtung. Lass dich warnen, Undine. Von Bertha droht dir großes Unheil. Oh, Onkel Kühleborn, warum denkt ihr von den Menschen so schlecht? Weil sie schlecht sind. Hans missfiel dieser Besuch. Er reagierte, wie es sich für einen richtigen Ehemann gehört. Diese Besuche hören auf, verstanden? Und er ließ den Brunnen zunageln.
Das verbesserte die Lage keineswegs. Da es jetzt kein Wasser mehr auf der Burg gab, trank Hans nur noch feurigen Wein, der ihm aber nicht unbedingt gut tat. Zudem wollte sich Bertha just nur mit dem Wasser aus dem jetzt zugedeckten Brunnen waschen, weil es ihrer zarten Haut so gut tat. Heimlich holte sie das köstliche Nass. Von dem tödlichen Schrecken getroffen, beschloss Bertha, sich von nun an überhaupt nicht mehr zu waschen. Die Situation auf der Burg war jetzt ziemlich ungemütlich. Hans trank, Bertha befand sich im Waschstreik und Undinens Glück war nicht ungetrübt, weil der Ritter auf sie böse war. Da kam Bertha mit dem Vorschlag, die Donau hinab nach Wien zu fahren. Hans reagierte auf seine Weise. Dort gibt es sicher besseren Wein als diesen hier. Und so fuhren sie alle drei auf der Donau. Undine trug eine ernsthafte Bitte vor. Seid nicht böse mit mir, mein lieber Mann, solange wir auf dem Wasser sind. Denn Undine wusste, dass dann ihre Wasserfreunde kommen würden, um sie in den Schutz ihres Elements zurückzuholen. Aber da sie Mensch geworden war, kann sie ja im Wasser nicht mehr leben. Und die Reise sollte denn auch nicht lange ungetrübt verlaufen. Bertha spielte mit einem Schmuckstück, das ihr Hans geschenkt hatte, weil sie so lange das Waschwasser entbehren musste. Plötzlich entfiel es ihr und plumpste ins Wasser. Oder war ein böser Wassergeist schuld, wie Bertha heimlich meinte? Undine wollte das Leid ihrer Freundin ungeschehen machen. Sie flüsterte schnell einige Worte mit dem Wasser und schon flogen Schmuckstücke, eins schöner und größer als das andere, ins Boot. Es waren so viele, dass das Boot zu sinken drohte. Bertha bekam Angst und Hans wurde unmutig. Es kommt davon, wenn Mensch und Meerfräulein ein Bündnis schließen. Undine aber bat ihn flehentlich. Zürne mir bitte nicht, mein Herr. Wir sind auf dem Wasser. Du und deine wässrige Verwandtschaft. Ihr habt mein Glück hinweggeschwemmt. So bleib doch bei deinen Nixen, Sirenen, Gnomen und Geistern. Elende Gauklerin. Das Schiff mit Mann und Maus verwandelte sich in einen Felsen mitten im Strom. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl. Ich muss zurück. Und Undine verströmte für immer in den Fluten der Donau. Nach der nun folgenden Werbung geht es weiter im Programm mit der Telebörse. Wie jeden Freitag gibt es auch heute wieder eine Chartanalyse. Außerdem werden sich die Kollegen mit dem Anlageverhalten der Schweizer an den deutschen Aktienmärkten beschäftigen. Hauptthema wird aber die Bayer AG sein, die im Unternehmensporträt vorgestellt wird. Durch die Sendung wird wieder Christa Maria Weisweiler führen, wie gesagt, nach der nun folgenden Werbung. Vier Millionen Bundesbürger sind Wertpapierbesitzer. Doch wie steht es mit dem erforderlichen Wissen für den Umgang mit Aktien? An der Börse kann man wieder Geld verdienen. Der Effektenspiegel gibt Tipps. Der Effektenspiegel, jeden Donnerstag neu. Sie starten in die Zukunft. Wir vom BHW geben Ihnen Ideen mit auf den Weg. Sie wollen Ihre Freiheit. Wir geben sie Ihnen mit Dispo 2000. Sie finden Ihr Glück. Wir sichern es ab. Sie bauen Ihre Karriere auf. Wir Ihr Vermögen. Sie verwirklichen Ihren Traum. Wir vom BHW finanzieren ihn. Was immer Sie im Leben erreichen wollen, unsere Ideen bringen Sie weiter. BHW, Ideen für mehr Lebensqualität. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.